And they give a little dose of a message to the pituitary to tell the ovary to make more or less, depending on what they read every 55 minutes. Und alle 55 Minuten wird dann eine Botschaft gegeben an die Hypophyse, die wieder weitergegeben wird an die Eierstöcke und die besagt, was für ein Level jetzt produziert werden soll. It's like the thermostat on your wall. So wie ein Thermostat einer Heizung. If the level falls too low, the thermostat turns on the furnace. When it gets too high, it stops. Wenn der Level unter einem bestimmten Punkt fällt, dann schaltet sich das Thermostat automatisch an und umgekehrt. When doctors remove the uterus, they must cut the uterine artery. Wenn Ärzte den Uterus entfernen, dann muss die Gebärmutterarterie durchgetrennt werden. There's one on each side. It nourishes the uterus, but it has branches that go to the ovaries. Und es gibt eine auf jeder Seite, die die Gebärmutter versorgen und gleichzeitig Äste hin zu den Eierstöcken haben. When they cut the arteries, they have to tie off the end, ligate. Wenn man die Arterien dann kappt, dann muss man die Enden verschließen. Then they can cut out the uterus and remove it. Und dann also wird die Gebärmutter herausgenommen. But in the process, you lose 80% of the blood to the ovaries. In diesem Prozess verliert man 80% von der Blutzufuhr zu den Eierstöcken. My scientist friends say on 80% of the blood, the ovary will not make any more eggs, will not make any more progesterone. Und meine Freunde, die Wissenschaftler sind, die sagen dann, wenn die Blutzufuhr um 80% geringer ist für die Eierstöcke, dann können die keine Hormone mehr produzieren. My more poetic friends say the ovary knows the womb is not there anymore, so it quits the progesterone. Meine Freunde, die mehr poetisch veranlagt sind, die sagen dann, die Eierstöcke wissen, dass keine Gebärmutter mehr da ist und sie hören auf, dafür Hormone zu produzieren. But they continue to make some estrogen. Aber nach wie vor produzieren sie etwas Östrogen. So the woman is often estrogen dominant. Und die Frau wird also so Östrogen dominant. In 2 or 3 years, the ovaries quit entirely. Und 2 oder 3 Jahre später hören dann die Eierstöcke ganz auf mit der Produktion. They even stop making testosterone. Sie hören auch auf, Testosteron zu produzieren. So, with people who've had a hysterectomy, and it's been 3 years, it's very likely that their progesterone is 0, their estrogen is now falling, and their testosterone is gone. Also bei Frauen, wo die Hysterektomie 3 Jahre her ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Progesteron bei 0 ist, dass das Testosteron verschwindend gering ist und auch das Östrogen. And by doing a saliva test, it'll tell you how much you have of each hormone. Und mit dem Speicheltest kann man jetzt überprüfen, wie viel man tatsächlich hat noch von jedem dieser Hormone. And very likely you'll find the estrogen is maybe okay because your body fat makes that too. Und wahrscheinlich findet man dann, dass die Östrogenwerte nach wie vor okay sind, weil halt die Fettzellen im Körper dieses Östrogen auch herstellen. But whatever it is, you will find the information, therefore, to decide what you want to supplement with to restore normal levels. Wie auch immer, man wird dort die Informationen finden, um dann zu entscheiden, was braucht es zur Ergänzung. And then everything is fine again. Und dann kann alles wieder normal kommen. I think this shows in men prostate cancer and prostate disease comes about in the same way in men as the breast cancer and the ovary and the uterine cancer comes about in women. Das jetzt geht die Männer an, Prostatakrebs und die Prostataerkrankungen kommen auf die gleiche Art und Weise zustande wie für Frauen Brustkrebs und Gebärmutterkrebs. The prostate gland in men comes from the same embryonic tissue as the ovaries do in women, and the uterus in women. They come from the same embryonic cells.
Die Prostatadrüse bei den Männern stammt aus dem gleichen embryonalen Gewebe wie bei den Frauen die Eierstöcke und die Gebärmutter. And they carry mostly the same genes in the chromosomes. Und sie tragen auch in etwa die gleichen Gene und Chromosomen. This one says that low doses of estradiol will help your bones get a better bone mineral density. Diese Studie besagt, dass geringe Dosen von Östradiol helfen, dass die Knochendichte sich verbessert. For 50 years, they've been testing the idea that estrogen will make your bones get stronger, and for 50 years it has never been found. 50 Jahre lang wurde die These vertreten, dass Östrogene die Knochendichte verbessert, und es wurde aber nie belegt durch Studien. And these doctors claim that it does help the bones. Und diese Ärzte, die veröffentlichen also sagen, ja, es verbessert die Knochen. But when you read the paper, Aber see, wenn man dann es durchliest, the usual doctor doesn't actually read all the paper, all the pages. der durchschnittliche Arzt liest ja gar nicht all diese Papiere. You found out that they also gave progesterone to the women so they won't get cancer of the uterus. Dann findet man heraus, dass diesen Frauen in der Studie auch Progesteron gegeben wurde, um zu verhindern, dass Gebärmutterkrebs entsteht. On the title, they say they used estradiol, Im Titel heißt es, man hat Östradiol verwendet, but in fact they used estradiol plus progesterone. aber tatsächlich haben sie Östradiol zusammen mit Progesteron verwendet. So now I have to write a letter to this AMA journal and say, the doctors were using 2 hormones, why did you credit just one? Jetzt werde ich also einen Brief schreiben an diese Zeitschrift und fragen, warum, wenn der Arzt 2 Hormone verwendet hat in dieser Therapie, warum wird im Artikel in der Überschrift nur ein Hormon erwähnt? 20 years ago, there's Dr. Christensen from Copenhagen in Denmark, right? Ja. Also vor 10 Jahren ein Dr. Christiansson aus Kopenhagen, Dänemark. He did the same study using progesterone and estrogen. Hat die gleiche Studie durchgeführt und Progesteron und Östrogen verwendet. And he claimed it was the estrogen. Und er hat auch behauptet, dass es das Östrogen war. I went to a symposium where Klaus Christensen was being asked to retell his study. Und ich ging zu einem Symposium, in dem Klaus Christiansson gebeten wurde, seine Thesen vorzustellen. So they asked if anybody had any questions. Und dann wurde also Raum für Fragen gegeben. So I said, I do. Why did you, when you were using 2 hormones on these people, why did you think it was the estrogen that made the bones get stronger? Warum ist es so, wenn Sie 2 Hormone in der Therapie benutzt haben, warum stellen Sie es dann so dar, dass das eine davon die Verbesserung der Knochenwerte verursacht hat? Oh no, I gave them the progesterone so they won't get cancer of the uterus. Er sagte dann, naja, das Progesteron habe ich doch gegeben, damit Sie keinen Gebärmutterkrebs bekommen. I said, I didn't ask you why you gave it. I'm asking you why you thought, when you were giving 2 hormones, why did you pick one as the cause of the bones getting better? Und ich sagte dann zu ihm, ich wollte ja gar nicht wissen, warum Sie es verordnet haben, sondern ich wollte wissen, warum, wenn Sie 2 Hormone gegeben haben, warum sind Sie dann der Meinung, dass das eine davon der Grund für die Verbesserung der Knochendichte ist? He looked at his own slide as if he'd never seen it before. Er schaute sein eigenes Dia an, so als ob er es noch nie vorher gesehen hätte. He said, oh yeah, if someone would give me enough money, I could do a study to show which one it was. Und dann sagte er, ja, wenn jemand mir genügend Geld zur Verfügung stellen würde, dann könnte ich eine Studie durchführen, um zu belegen, welche dieser Hormone nun wirklich die Ursache ist. And I said, I've already done that. Dann sagte ich habe diese Studie schon gemacht. He said, what did you do? Und er wollte wissen, was ich gemacht habe. I said, I took postmenopausal women and I